Ich glaube, das ist vorbei, Leute. Ich habe kein Geld mehr. Hallo Freunde, es ist schon eine Weile her, dass wir mit der Treppe-Methode gehandelt haben. Deshalb zeige ich Ihnen heute eine sehr aggressive, riskante, aber unglaublich profitable Strategie. Wir werden den Indikator-Kanal verwenden. Der Indikator ist ähnlich wie die Bollinger Channel. Wir werden ihn als Unterstützungs- und Widerstandsstufe verwenden und Geschäfte machen. Lassen Sie uns beginnen. Heute handeln wir auf Pocket Option. Den Link findet Sie in dem angehefteten Kommentar. Fügen wir unseren Indikator hinzu, klicken Sie auf das Indikatorenmenü in der oberen linken Ecke und suchen Sie Keltner Channel. Hier sind die Einstellungen. Hier ist 10, 20 hier und 2 hier. So sieht der sich dynamisch verändernde Kanal aus. Wir sehen, dass jedes Mal, wenn die Grafik die Grenzen des Kanals berührt, wir in die entgegengesetzte Richtung handeln können. Ich hoffe, das ist klar. Eröffnen wir hier das erste Geschäft zum Absenken. Wie ich schon sagte, wird der heutige Handel sehr riskant, aber sehr profitabel sein. Der Wert des Deals entspricht also meiner gesamten Einlage. Was sehen wir hier? Es gibt eine Widerstandsstufe, die Grafik ist sehr nahe an der oberen Grenze des Kanals. Du magst ihn von dort aus umkehren. Für diejenigen, die es nicht verstehen, jedes Mal, wenn sich die Grafik dem Rand des Kanals nähert, kehrt sie in den Kanal in Richtung der mittleren Linie zurück. Daher handeln wir auf ein Absenken von der oberen Grenze und auf ein Anstiegen von der unteren Grenze. Unser erstes Geschäft schließt mit Gewinn ab. Unser Kontostand erhöht sich fast um das Doppelte. Wir erhöhen den Wert des Deals auf das Maximum und suchen nach der nächsten ähnlich profitablen Situation. Leute, hier eröffnen wir ein Geschäft zur Senkung. Auch dies ist eine interessante Situation. Wir sehen, dass die Grafik nicht mehr in den Kanal zurückspringt. Bei einem so starken Aufwärtstrend müssen wir eine Art Reaktion abwarten und erst dann ein Geschäft abschließen. Bis jetzt gab es keine Reaktionen, aber im Moment sehen wir eine Doji-Kerze mit diesem winzigen Körper und einem aufwärts gerichteten Schatten. Die Kerze deutet auf eine bevorstehende Korrektur oder einen Trendwechsel hin. Also warten wir auf einen Marktrückgang. Super, das Geschäft wird mit Gewinn abgeschlossen. Die zweite Kerze erscheint rot. Das ist genau das, was wir brauchten. Ich erinnere mich daran, dass eine rote Kerze bedeutet, dass der Markt tiefer geschlossen hat, als er eröffnet wurde. Und bei grünen Kerzen ist es umgekehrt. Hier erhalten wir eine großartige Reaktion von der unteren Grenze des Kanals. Die Grenze wurde sehr weit überschritten, sodass ich sicher bin, dass der Markt steigen wird, selbst wenn es nur eine kleine Korrektur ist. Wir brauchen nur eine grüne Kerze. Sehr riskant, aber die Kerze erscheint grün. Wir haben das Richtige getan und diese Reaktion bekommen. Auch wenn sie winzig ist, mittlerweile haben wir bereits $680. Sie sehen deutlich, wie schnell unser Kontostand steigt, während die Risiken, die wir eingehen, ebenfalls hoch sind. Also machen wir weiter. Hier ist eine ähnliche Situation. Wir haben einen starken Abwärtstrend, aber hier ist eine Doji-Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen Abwärtsschatten, was bedeutet, dass eine Umkehr beginnt. Am wichtigsten ist, da sie sich nahe der Kanalgrenze befindet, worauf wir bei der Auswahl des Währungspaares achten. Hier eröffnen wir ein Geschäft für steigende Kurse und warten.
Oh Leute, das war eine angespannte Situation, aber die Kerze scheint grün. Ich denke, das hat mehr mit Analyse als mit Glück zu tun. Das fünfte Geschäft in Folge schließt mit Gewinn ab, sodass wir gut verdienen. Der Kontostand ist bereits groß. Ich möchte den Wert des Deals verringern, um mein Ziel konservativ zu erreichen. Aber wir hören hier nicht auf, machen wir den letzten Deal und fassen wir zusammen. Hier eröffnen wir einen 1000 Deal zum Absenken. Ich habe ein wenig Backup-Geld nur für den Fall. Was ist denn hier los? Wie ich schon sagte, es ist nicht genug, nur von den Grenzen aus zu handeln. Wir brauchen eine Umkehrbestätigung oder eine Art von Muster. Hier sehen wir Verschlüngen. Das heißt, eine Kerze hat eine ähnliche Größe wie die vorherige. In diesem Fall verschlingt die rote Kerze fast den gesamten vorherigen Anstieg. Das ist ein Zeichen für eine Umkehrung. Das Geschäft ist also zum Absenken. Ich erinnere daran, dass wir heute einen einminütigen Zeitrahmen verwendet haben. Die Ablaufzeit der Kerzen ist auch eine Minute. Sie sollten immer übereinstimmen, wenn Sie eine hohe Gewinnrate wollen. Unser letztes Geschäft schließt mit Gewinn ab. Einwandfrei. Heute haben wir unser Kontostand mit 18 multipliziert, aber ich möchte Sie warnen, dass man trotz der Einfachheit dieser Strategie eine Menge Fehler machen kann, wenn man ein paar Grundregeln übersieht, um Ihre Geschäfte nicht durch dumme Fehler zu verlieren. Sehen Sie sich das Video oben rechts an. Einen schönen Handelstag. Tschüss.